Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch für jeden Tag. Hi zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein leckeres Thema. Ja, es geht um Essen. Auf Englisch Food. Essen ist ein universelles Thema. Jeder muss essen. Und jeder spricht gern über Essen. Das stimmt. Heute lernt ihr viele Wörter zum Thema Essen. Und wie man darüber spricht. Im Restaurant, zu Hause, beim Einkaufen. Überall. Seid ihr bereit? Habt ihr Hunger? Dann fangen wir an. Los geht's. Anna, was ist eigentlich der Unterschied Welcher Unterschied? zwischen Essen und Speise und Gericht? Oh, gute Frage. Das verwirrt viele Lernende. Essen ist das allgemeine Wort. Für alles, was man isst. Speise ist formeller. Man liest es auf Speisekarten. Im Restaurant. Gericht ist eine fertige Mahlzeit. Ein komplettes Essen. Zum Beispiel ein Nudelgericht. Oder ein Reisgericht. Das sind die Unterschiede. Nicht so kompliziert. Wie fragt man auf Deutsch nach Essen? Es gibt viele Möglichkeiten. Die einfachste Frage: Hast du Hunger? Oder formell, haben Sie Hunger? Das fragt, ob jemand essen möchte. Eine andere Frage, was möchtest du essen? Was möchten Sie essen? Das fragt nach dem Wunsch. Was hast du heute gegessen? Das fragt nach der Vergangenheit. Was gibt es zu essen? Das fragt nach den Optionen. Was kochst du heute? Das fragt nach dem Plan. Magst du italienisches Essen? Das fragt nach der Präferenz. Schmeckt es dir? Das fragt nach dem Geschmack. Sehr wichtig im Restaurant. Ja, der Kellner fragt das oft. Wie antwortet man auf diese Fragen? Fangen wir mit Hunger an. Ja, ich habe Hunger. Nein, ich habe keinen Hunger. Ich habe großen Hunger. Ich bin am Verhungern. Das ist übertrieben, aber man sagt es oft. Ich habe ein bisschen Hunger. Ich könnte etwas essen. Das ist neutral. Und wenn man keinen Hunger hat? Nein, danke, ich bin satt. Satt bedeutet genug gegessen. Ich habe gerade gegessen. Ich habe keinen Appetit. Appetit ist die Lust zu essen. Das sind gute Antworten. Jetzt sprechen wir über Mahlzeiten. In Deutschland gibt es 3 Hauptmahlzeiten. Das Frühstück Das Mittagessen. und das Abendessen. Fangen wir mit dem Frühstück an. Das Frühstück ist die erste Mahlzeit. Am Morgen. Was isst man zum Frühstück in Deutschland? Brot ist sehr wichtig. Die Deutschen lieben Brot. Es gibt so viele Brotsorten. Weißbrot, Schwarzbrot, Vollkornbrot. Roggenbrot, Mischbrot. Brötchen sind auch beliebt. Brötchen sind kleine Brote. Was isst man auf dem Brot? Butter natürlich. Und dann? Marmelade oder Honig. Für süßes Frühstück. Oder Käse und Wurst. Für herzhaftes Frühstück. Herzhaft bedeutet nicht süß. Salzig, würzig. Genau. Was trinkt man zum Frühstück? Kaffee ist sehr beliebt. Die Deutschen trinken viel Kaffee. Oder Tee. Orangensaft. Milch für Kinder. Das ist ein typisches deutsches Frühstück. Müsli ist auch beliebt. Mit Milch oder Joghurt. Und frischem Obst. Sehr gesund. Eier isst man auch. Gekochte Eier. Spiegeleier. Rühreier. Das ist Frühstück in Deutschland. Jetzt zum Mittagessen. Das Mittagessen ist die zweite Mahlzeit. Zwischen 12 und 2 Uhr. In Deutschland ist das Mittagessen traditionell warm. Die Hauptmahlzeit des Tages. Was isst man zum Mittag? Oft Fleisch mit Beilage. Beilage ist das, was dazukommt. Kartoffeln zum Beispiel. Reis oder Nudeln. Und Gemüse. Salat ist auch üblich. Typische Mittagsgerichte? Schnitzel mit Pommes. Sehr beliebt. Braten mit Kartoffeln. Würstchen mit Sauerkraut. Fisch mit Reis. Suppe als Vorspeise. Das Mittagessen ist wichtig. Viele Leute essen in der Kantine. Kantine ist das Restaurant bei der Arbeit.
Oder Sie bringen Essen von zu Hause. Das nennt man Lunchbox. Oder Brotdose. Genau. Jetzt zum Abendessen. Das Abendessen ist die dritte Mahlzeit. Am Abend, zwischen 6 und 8 Uhr. In Deutschland ist das Abendessen oft kalt. Das nennt man Abendbrot. Brot mit Aufschnitt. Aufschnitt ist Wurst und Käse. In Scheiben geschnitten. Was isst man noch zum Abendessen? Salat ist beliebt. Suppe auch. Manchmal auch warm, Pizza oder Pasta. wenn man keine Lust zum Kochen hat. Das verstehe ich. Das Abendessen ist leichter. Nicht so schwer wie Mittag. In vielen Familien isst man zusammen. Das ist schön. Zeit für die Familie. Sehr wichtig. Jetzt sprechen wir über Lebensmittel, Das sind die Zutaten. was man kauft und kocht. Fangen wir mit Obst an. Obst ist süß und gesund. Der Apfel, Die Birne, die Banane, die Orange, die Zitrone, die Erdbeere, die Kirsche, die Traube, die Melone, der Pfirsich. die Pflaume. Das sind beliebte Obstsorten. In Deutschland isst man viel Obst. Jetzt zu Gemüse. Gemüse ist auch sehr wichtig. Die Kartoffel, Die Deutschen lieben Kartoffeln. die Tomate, Die Gurke, die Zwiebel, der Knoblauch die Karotte. oder die Möhre, Das ist das Gleiche. der Salat, Der Spinat, die Paprika, die Bohnen, die Erbsen, der Kohl, der Blumenkohl. der Brokkoli. Viel grünes Gemüse. Sehr gesund. Jetzt zu Fleisch. Fleisch ist in Deutschland beliebt. Das Rindfleisch, Vom Rind, von der Kuh, das Schweinefleisch, vom Schwein das Hähnchen, oder das Hühnchen, vom Huhn, das Lammfleisch, vom Lamm. die Wurst. Deutschland ist berühmt für Wurst. Es gibt so viele Sorten: Bratwurst, Bockwurst, Weißwurst, Leberwurst, Salami, der Schinken. das Schnitzel. Sehr lecker. Jetzt zu Fisch, Fisch ist auch beliebt. besonders im Norden. Der Lachs, Die Forelle, der Thunfisch, der Hering, die Garnelen. der Kabeljau. Fisch ist sehr gesund. Viel Protein, Und Omega-3. gut für das Herz. Jetzt zu Milchprodukten. Die Milch. Der Käse, Deutschland hat viele Käsesorten. der Joghurt, Die Butter, die Sahne. der Quark. Quark ist typisch deutsch. Zwischen Joghurt und Käse. Sehr lecker mit Obst. Oder in Kuchen. Jetzt zu Getreide. Das Brot, Die Nudeln, der Reis, das Mehl die Haferflocken. für Müsli Das sind Grundnahrungsmittel. in jeder Küche. Jetzt zu Getränken. Was trinkt man in Deutschland? Das Wasser. Still oder mit Kohlensäure? Deutsche trinken gern Sprudelwasser. Das ist Wasser mit Kohlensäure. Der Kaffee, Sehr beliebt. der Tee, Der Saft, Orangensaft, Apfelsaft die Limonade, oder kurz Limo. das Bier, Deutschland ist berühmt für Bier, der Wein besonders aus der Pfalz. oder von der Mosel. Das sind beliebte Getränke. Jetzt sprechen wir über Geschmack. Wie schmeckt etwas? Das erste Wort lecker. Lecker bedeutet, es schmeckt gut. Das ist sehr lecker. Lecker. Das Essen ist lecker. Ein wichtiges Wort. Das Gegenteil? Nicht lecker. Oder das schmeckt nicht. Das schmeckt mir nicht. Höflicher als eklig. Ja, eklig ist sehr negativ. Jetzt zu den Geschmacksrichtungen. Süß. Schokolade ist süß. Zucker ist süß. Kuchen ist süß. Ich mag süße Sachen. Das nächste Wort salzig. Salzig kommt von Salz. Chips sind salzig. Die Suppe ist zu salzig. Das bedeutet
zu viel Salz. Das nächste Wort sauer. Sauer ist wie Zitrone. Zitronen sind sauer. Essig ist sauer. Saure Gurken. Manchen Leuten ist das zu sauer. Das nächste Wort bitter. Bitter ist ein starker Geschmack. Kaffee ohne Zucker ist bitter. Dunkle Schokolade ist bitter. Nicht jeder mag bitter. Das nächste Wort ist scharf. Scharf bedeutet mit Chili. Das Essen ist scharf. Zu scharf für mich. Ich mag scharfes Essen. Ich nicht so sehr. Das nächste Wort ist mild. Mild ist das Gegenteil von scharf. Nicht scharf, nicht stark. Ein milder Käse. Ein mildes Curry. Das nächste Wort ist würzig. Würzig bedeutet mit vielen Gewürzen. Das Essen ist sehr würzig. Es hat viel Geschmack. Das nächste Wort ist fad. Fad bedeutet ohne Geschmack. Langweilig. Das Essen ist fad. Es braucht mehr Salz. Oder mehr Gewürze. Das nächste Wort ist frisch. Frisch bedeutet neu, nicht alt. Frisches Brot. Frischer Fisch. Frisches Gemüse. Das nächste Wort ist verdorben. Verdorben bedeutet schlecht geworden. Die Milch ist verdorben. Das Fleisch ist verdorben. Das kann man nicht mehr essen. Gefährlich für die Gesundheit. Genau. Wie fragt man nach dem Geschmack? Wie schmeckt es? Schmeckt es dir? Schmeckt es Ihnen? Hat es geschmeckt? Wie findest du das Essen? Magst du das? Das sind wichtige Fragen. Besonders als Gastgeber. Wie antwortet man? Es schmeckt sehr gut. Es schmeckt mir. Es ist köstlich. Köstlich bedeutet sehr, sehr lecker. Es schmeckt fantastisch. Ich mag es sehr. Das sind positive Antworten. Und negative? Es schmeckt mir nicht so gut. Es ist nicht mein Geschmack. Ich mag es nicht so sehr. Das ist mir zu salzig. Das ist mir zu scharf. Höflich, aber ehrlich. Genau. Jetzt sprechen wir über das Restaurant. Das ist ein wichtiges Thema. Wie bestellt man in Deutschland? Zuerst kommt der Kellner. Oder die Kellnerin. Was sagt der Kellner? Guten Tag. Haben Sie reserviert? Wie viele Personen? Möchten Sie drinnen oder draußen sitzen? Hier ist die Speisekarte. Kann ich Ihnen etwas zu trinken bringen? Haben Sie schon gewählt? Was darf es sein? Das sind typische Fragen. Wie antwortet man? Guten Tag. Ja, wir haben reserviert. Auf den Namen Schmidt. Wir sind zu zweit. Draußen bitte, wenn möglich. Könnten wir die Speisekarte haben? Ich hätte gern ein Wasser, bitte. Wir brauchen noch einen Moment. Das bedeutet, wir sind noch nicht fertig. Ich nehme das Schnitzel. Für mich bitte den Salat. Als Vorspeise hätte ich gern die Suppe. Ohne Zwiebeln bitte. Das sagt man bei Allergien. Oder wenn man etwas nicht mag. Könnte ich noch etwas Brot haben? Die Rechnung bitte. Wir möchten zahlen. Das sind wichtige Sätze. Für jeden Restaurantbesuch. Jetzt ein Dialog im Restaurant. Gute Idee. Guten Abend. Willkommen im Restaurant Sonnenschein. Guten Abend. Wir haben einen Tisch reserviert. Auf welchen Namen? Auf den Namen Müller. Ah, ja. Hier habe ich sie. Für 2 Personen? Genau. Folgen Sie mir bitte. Hier ist Ihr Tisch. Dankeschön. Hier sind die Speisekarten. Vielen Dank. Kann ich Ihnen schon etwas zu trinken bringen? Ja, ich hätte gern ein Mineralwasser. Mit oder ohne Kohlensäure? Mit Kohlensäure bitte. Und für Ihre Begleitung? Sie nimmt ein Glas Weißwein. Sehr gern. Ich bringe Ihnen die Getränke. Danke. So, hier sind Ihre Getränke. Dankeschön. Haben Sie schon gewählt? Ja, wir sind bereit. Was darf ich Ihnen bringen? Ich nehme als Vorspeise die Tomatensuppe. Sehr gern. Und als Hauptgericht das Wiener Schnitzel mit Pommes. Ausgezeichnete Wahl. Und meine Frau nimmt den Cäsarsalat. Mit oder ohne Hähnchen? Mit Hähnchen bitte. Sonst noch etwas?
Nein, das ist alles, danke. Ich bringe Ihnen gleich die Vorspeise. Später. Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, es war ausgezeichnet. Das freut mich. Möchten Sie einen Nachtisch? Was können Sie empfehlen? Unser Schokoladenkuchen ist sehr beliebt. Gut, dann nehmen wir einmal den Schokoladenkuchen. Zum Teilen? Ja, zum Teilen. Möchten Sie noch einen Kaffee dazu? Ja, 2 Kaffee bitte. Sehr gern. Später? Hier ist die Rechnung. Danke. Kann ich mit Karte zahlen? Ja, natürlich. Stimmt so. Vielen Dank. Einen schönen Abend noch. Danke, gleichfalls. Das war ein typischer Restaurantdialog. Sehr realistisch. Jetzt sprechen wir über Kochen. Kochen ist eine wichtige Fähigkeit. Was braucht man zum Kochen? Zuerst die Küche, Und die Geräte? der Herd, Zum Kochen und Braten. der Ofen, Zum Backen. der Kühlschrank, Zum Kühlen. die Mikrowelle, Zum Aufwärmen. der Wasserkocher, Für heißes Wasser. die Kaffeemaschine. Für Kaffee natürlich. Welche Werkzeuge braucht man? Der Topf. Zum Kochen von Suppe oder Nudeln, Die Pfanne. zum Braten, Das Messer. zum Schneiden, Das Schneidebrett. zum Schneiden darauf, Der Löffel. zum Umrühren, Die Gabel. zum Essen, Der Kochlöffel. aus Holz zum Kochen, Die Schüssel. zum Mischen, Das Sieb. zum Abgießen, Zum Beispiel Nudeln. der Mixer. Zum Pürieren. Das sind wichtige Werkzeuge. Jetzt zu den Verben beim Kochen. Was macht man in der Küche? Kochen. Wasser kochen, Suppe kochen, Braten. Fleisch braten, Eier braten, Backen. Kuchen backen, Brot backen. Grillen. Im Sommer draußen. Schneiden. Gemüse schneiden, Brot schneiden, Hacken. Zwiebeln hacken, Kräuter hacken, Rühren. die Soße rühren, Mischen. die Zutaten mischen, Schälen. Kartoffeln schälen, Äpfel schälen, Die Schale entfernen. Würzen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Abschmecken. Probieren und würzen. Servieren. Das Essen auf den Tisch bringen. Das sind wichtige Verben. Für jedes Rezept. Jetzt sprechen wir über Rezepte. Ein Rezept ist eine Anleitung, wie man etwas kocht. Was steht in einem Rezept? Die Zutaten, was man braucht. Die Mengen, wie viel von jedem. Und die Schritte, was man tun muss. Hier ist ein einfaches Rezept. Rührei. Sehr einfach. Zutaten: 2 Eier, ein bisschen Milch, Salz und Pfeffer, Butter. Schritt 1. Die Eier in eine Schüssel schlagen. Schritt 2. Milch dazugeben. Schritt 3. Mit einer Gabel verrühren. Schritt 4. Mit Salz und Pfeffer würzen. Schritt 5. Butter in der Pfanne erhitzen. Schritt 6. Die Eimischung in die Pfanne geben. Schritt 7. Langsam rühren. Schritt 8. Servieren, wenn die Eier fest sind. Fertig. Ein einfaches Frühstück. Sehr lecker. Jetzt sprechen wir über deutsches Essen. Was ist typisch deutsch? Das erste Gericht: Schnitzel. Sehr berühmt. Paniertes Fleisch. Meist Schweinefleisch. Mit Pommes oder Kartoffelsalat. Wiener Schnitzel ist mit Kalbfleisch, aber in Deutschland oft mit Schwein. Sehr lecker. Das zweite Gericht: Bratwurst. Die berühmte deutsche Wurst. Gegrillt oder gebraten. Mit Senf. Und Brötchen. Oder mit Sauerkraut, besonders auf dem Weihnachtsmarkt. Das dritte Gericht: Sauerkraut. Fermentierter Kohl. Sehr gesund. Ein bisschen sauer. Typisch deutsch. Das vierte Gericht: Kartoffelsalat. Es gibt viele Varianten.
Im Süden mit Mayonnaise. Im Norden mit Essig und Öl. Jede Familie hat ihr Rezept. Das 5. Gericht: Sauerbraten. Eingelegtes Rindfleisch. Langsam geschmort. Mit einer süß-sauren Soße. Ein Festessen. Das 6. Gericht: Currywurst. Besonders in Berlin beliebt. Bratwurst mit Currysoße und Pommes dazu. Fastfood auf Deutsch. Das 7. Gericht: Spätzle. Aus Süddeutschland. Kleine Nudeln. Hausgemacht. Mit Käse. Käsespätzle. Sehr lecker. Das 8. Gericht: Brezel oder Breize in Bayern. Salziges Gebäck. Typisch zum Bier oder als Snack. Das deutsche Essen ist deftig. Deftig bedeutet herzhaft und schwer. Nicht so leicht wie mediterran, aber sehr lecker. Jetzt sprechen wir über Essgewohnheiten. Wie essen die Deutschen? Mit Messer und Gabel. Die Gabel in der linken Hand. Das Messer in der rechten Hand. Man wechselt nicht wie in Amerika. Das Messer bleibt in der Hand. Beim Essen sind beide Hände auf dem Tisch. Nicht auf dem Schoß. Das ist in Deutschland höflich. Man wartet, bis alle Essen haben. Dann sagt man guten Appetit oder Mahlzeit. Das sagt man auch zur Mittagszeit als Gruß. Wenn das Essen fertig ist? Sagt man, das war lecker. Oder es hat sehr gut geschmeckt. Danke für das Essen. Das ist höflich. Trinkgeld im Restaurant? In Deutschland gibt man etwa 10%. Nicht so viel wie in Amerika. Aber es wird erwartet. Man sagt, stimmt so. Das bedeutet, der Rest ist Trinkgeld. Oder machen Sie 18 Euro. Wenn die Rechnung 16 Euro ist. Das ist üblich. Jetzt sprechen wir über Einkaufen. Wo kauft man Lebensmittel? Im Supermarkt. Die großen Ketten in Deutschland? Aldi, Lidl, Rewe, Edeka. Penny, Netto. Das sind die bekanntesten. Aldi und Lidl sind Discounter. Günstige Preise, Rewe und Edeka sind teurer. aber mehr Auswahl. Wo kauft man noch ein? Auf dem Markt. Der Wochenmarkt. Frisches Obst und Gemüse. Direkt vom Bauern. Frischer als im Supermarkt. Aber teurer. In der Bäckerei. Für frisches Brot. Und Brötchen. In der Metzgerei. Für Fleisch und Wurst. Das ist traditioneller. Aber immer noch beliebt. Wie fragt man im Geschäft? Was kostet das? Was kosten die Tomaten? Wie viel kostet ein Kilo? Ich hätte gern 1 Pfund Äpfel. Ein Pfund ist 500 Gramm. Ich nehme 3 davon. Haben Sie auch Bio-Eier? Das wäre alles. Kann ich mit Karte zahlen? Das sind wichtige Sätze. Für jeden Einkauf. Jetzt sprechen wir über Ernährung. Besondere Ernährungsformen. Das erste Wort vegetarisch. Kein Fleisch, kein Fisch. Aber Eier und Milchprodukte. Ich bin Vegetarier. Ich esse vegetarisch. Gibt es vegetarische Gerichte? Das fragt man im Restaurant. Das zweite Wort: vegan. Keine tierischen Produkte. Kein Fleisch, kein Fisch. Keine Eier, keine Milch. Kein Käse, kein Honig. Ich bin Veganer. Ich lebe vegan. Das dritte Wort glutenfrei. Ohne Gluten. Gluten ist in Weizen. Manche Menschen vertragen das nicht. Haben Sie glutenfreies Brot? Das vierte Wort: laktosefrei. Ohne Laktose? Laktose ist Milchzucker. Manche Menschen vertragen das nicht. Ich brauche laktosefreie Milch. Das fünfte Wort Allergie. Wenn man etwas nicht essen kann. Ich habe eine Nussallergie. Ich bin allergisch gegen Meeresfrüchte. Ist da Erdnuss drin? Das muss man fragen. Sehr wichtig. Im Restaurant sollte man sagen, Ich bin allergisch gegen... dann passt die Küche auf. Das kann lebenswichtig sein. Absolut. Jetzt machen wir einen Dialog beim Einkaufen. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich hätte gern 1 Kilo Tomaten.
Sehr gern. Die Tomaten sind heute sehr frisch. Super. Und haben Sie auch Gurken? Ja, natürlich. Wie viele möchten Sie? 2 Stück, bitte. Darf es sonst noch etwas sein? Ja, ich brauche noch Zwiebeln. Rote oder weiße Zwiebeln? Weiße, bitte. Ein halbes Kilo. Hier, bitte. Sonst noch etwas? Das wäre alles. Das macht zusammen 5,50 €. Hier, bitte. Stimmt so. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Das war ein typischer Dialog. Auf dem Markt oder im Geschäft. Jetzt sprechen wir über Einladungen. Wenn man zum Essen eingeladen wird. Was sagt man? Kann ich etwas mitbringen? Das ist höflich. Der Gastgeber sagt oft, Nein, danke. Du brauchst nichts mitbringen. aber man bringt trotzdem etwas mit. Eine Flasche Wein Oder Blumen. oder Schokolade. Das ist in Deutschland üblich. Wenn man ankommt? Vielen Dank für die Einladung. Während des Essens? Das sieht lecker aus. Das riecht wunderbar. Hast du das selbst gekocht? Das schmeckt fantastisch. Kann ich das Rezept haben? Nach dem Essen? Es war sehr lecker. Vielen Dank für das tolle Essen. Ich bin so satt. Das war ein wunderbarer Abend. Das sind höfliche Sätze. Für jede Einladung. Jetzt sprechen wir über Redewendungen. Redewendungen mit Essen. Es gibt viele. Die erste? Das ist nicht mein Bier. Das bedeutet, das ist nicht mein Problem. Interessant. Die zweite, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Das bedeutet, alles geht einmal vorbei. Sehr deutsch. Die dritte? Das ist mir Wurst. Das bedeutet, das ist mir egal. Auch mit Wurst. Deutsche lieben Wurst. Die vierte? Seinen Senf dazugeben. Das bedeutet, seine Meinung sagen. Auch wenn niemand gefragt hat. Er muss immer seinen Senf dazugeben. Die fünfte? In den sauren Apfel beißen. Das bedeutet, etwas Unangenehmes tun. Weil es nötig ist. Die sechste, die beleidigte Leberwurst spielen. Das bedeutet, beleidigt sein ohne guten Grund. Noch mehr Wurst. Die siebte? Abwarten und Tee trinken. Das bedeutet Geduld haben. Erst mal sehen, was passiert. Die achte? Seinen Salat haben. Das bedeutet Probleme haben. Da hast du deinen Salat. Das hast du jetzt davon. Viele Redewendungen mit Essen. Die deutsche Sprache ist lecker. Ha, guter Witz, Anna. Danke, Max. Jetzt machen wir eine Zusammenfassung. Was haben wir heute gelernt? Wie man nach Essen fragt. Hast du Hunger? Was möchtest du essen? Die 3 Mahlzeiten. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Viele Lebensmittel. Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch. Milchprodukte, Getreide, Getränke. Geschmackswörter. Lecker, süß, salzig, sauer, scharf. Wie man im Restaurant bestellt. Ich hätte gern, ich nehme, Kochen und Küche. Verben und Werkzeuge. Deutsches Essen. Schnitzel, Bratwurst, Sauerkraut. Einkaufen. Auf dem Markt und im Supermarkt. Besondere Ernährung. Vegetarisch, vegan, Allergien. Und Redewendungen. Das ist mir Wurst, Das war viel. aber sehr nützlich. Essen ist jeden Tag ein Thema. Jetzt könnt ihr darüber sprechen. Auf Deutsch. Geht in ein deutsches Restaurant Oder kocht etwas Deutsches. und übt die Wörter. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen, Teilt sie gerne mit Freunden die auch Deutsch lernen. und schreibt in die Kommentare. Was ist euer Lieblingsessen? Was esst ihr gern? Wir sind neugierig. Bis zum nächsten Mal. Bei Deutsch für jeden Tag. Tschüss. Auf Wiederhören. Guten Appetit. Und lasst es euch schmecken. Bis bald. Ciao.